Plopp, das sind unsere Bilder. Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einem Stream mit von der Mitte. Der Phil, oben mir ist der Luca und unter mir ist der Domi. Hallo. Hallo. Wir schauen zusammen den... Wenn ich bei oben hast gesagt, dann schaue ich jetzt Ja, runter. genau. Hallo. Ja, genau. Ja, hallo. Sehr gut. Wir schauen zusammen den Xbox Developer Direct. Ist wieder wie letztes Jahr auch im Ende Januar gewesen. Stimmt, ja. Ich hatte völlig nicht auf dem Radar gehabt. Als ich dann nachgeschaut habe, wenn der war, und gesehen, ja, der ist ja auch schon denkt, hätten wir also damit rechnen. Meinst du, das wird jetzt so eine jährliche Ding, was sie machen? Das kann schon sein, ja. Ja, außerdem, sie hören dann auf mit ihrem Hardware-Business. Ja. Wenn sie da die neuesten Entwicklungen Glauben schenken dürfen. Ja, was gibt es heute? Es gibt erstens eben Developers, also die Entwickler, die werden vor der Kamera stehen. Und sie werden 4 Games vorstellen. Das haben sie schon, also sie haben schon gesagt, was kommt. Und eben zum einen ist es das von Obsidian, Avowed, so ein Skyrim-mäßiges Open-World-Rollenspiel. Aber viel kleiner im Umfang her, so, von dem, was ich gehört habe. Okay. Ja. So genau habe ich mich gar nicht eingelesen. Dann von Ninja Theory das Update zum Senua Hellblade, Senua's... wie heißt das neueste? Ich weiß nicht mehr. Aber nicht Sacrifice, sondern... Senua's Saga Hellblade 2. Okay, Saga. Oder einfach so, ja genau. Senua's Saga, ja. Oder ist das erste Sacrifice? Das eine ist Sacrifice, das andere ist Saga. Ich weiß es nicht einmal mehr. Und dann das dritte von Oxide Games, das sind die, das habe ich auch noch speziell gefunden, die kennst du wohl nur von so einem, vor allem AMD, so ein Game, wo nur für Benchmarks gebraucht wird. Jetzt ist mir sogar der Name entfallen. Shit, wie ist es gewesen? Ich kann jetzt aber gerade nicht mehr nachschauen. Aber ja, die bringen so ein Civilization-mäßiges Game raus und die haben eben auch ehemalige Civilization-Entwickler im Team. Darum ist das Okay. gar nicht so verwunderlich. Und es sieht einfach auch recht geil aus, wirklich aus wie ein rundenbasiertes Civilization. Also ich finde, das habe ich wirklich... Der Trailer hat schon gegeben, einen kurzen. Ara heisst übrigens, History Untold. Sieht wirklich noch geil aus. Habe ich wirklich voll auf dem Ding gehabt. Es ist übrigens schon Senua's Saga, tatsächlich. Nicht Ja, Sacrifice, Saga. das war das erste gewesen. Genau, aber der Höhepunkt natürlich ist das Indiana Jones Game. Und zwar von Entwicklern von Machine Games. Und jetzt genau, Luca, sagen dir die etwas? Machine Games ist verantwortlich für die Wolfenstein-Reihe. Ja, genau. Hast du die mal... Das habe ich gerade kurz vorher noch schnell. Damit ich etwas Gescheites noch sagen kann. Hast du die gespielt? Ja, ich habe tatsächlich Du, wie Stern, ich habe noch gesagt. Aber Wolfenstein habe ich damals noch, ich glaube, das ist sogar noch der erste Teil in dem Fall wahrscheinlich gewesen, weil ich habe dort damals noch gespielt, wo ich bei meinen Eltern daheim gewohnt habe, wo irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, jetzt muss ich eine grosse Zahl sagen, sonst ist das peinlich für mich. 20, 25 Jahre, von 30 Jahren. Den habe ich aber noch gespielt. Also ich erinnere mich noch so an Ego-Perspektive-Shooter gegen Nazis vor allem. Ja, eigentlich immer. Also, aber du meinst schon, also nicht den noch älter. Also, wahrscheinlich einen richtigen alten. Das frage ich mich jetzt gerade. Sag mal, was hast du das Gefühl, wie lange ist es her? 10 Jahre? Nein, aber was ist das? Teenager-Zeit? Also schon tatsächlich 15, 20 Jahre. Nein, dann, bei dir ist dann vielleicht... Castle Wolfenstein hat es so geheißen. Return to Castle völlig anderes. Mache ich mir jetzt gerade völlig lächerlich. Nein, das ist eines der geilsten. Return to Castle Wolfenstein. Ja, genau. Den habe ich gespielt. Das ist gut. Aber ist das auch noch von Ihnen gewesen? Ich denke, es sind nur die Neueren, oder? Sie von Ihnen, gell? Ja. Was du meinst, ist von Raven. Das ist auch so ein Team, das mega eng mit It Software zusammengearbeitet hat. Und It sind die Doom und eben das Ältere, die das Original Wolfenstein 3D gemacht haben. Das ist auch ein mega geiles. Aber Machine Games, die haben das vor... Domi, weißt du, ich weiß auch nicht, vor so 8 Jahren oder so. Wir haben es nachgeschaut. Das erste, was sie rausgebracht haben, war 2014, glaube ich. Hey. Ja. Das wurde gut geschätzt. Also ja. Genau, und sie haben dann das... Wenn du kennst es dann von dort, Luca, dort ist ja einfach ein völlig oberflächliches... Hey, Nazi, du bist ein Nazi-Schlechter. Total. Der Nazi-Schreck.
Und sie haben eine richtig geile Story erzählt. Also es ist wirklich richtig mit so verreckten Mindfuck-Momenten, wo du wirklich denkst, hey, und so Tarantino-mäßige Story und einfach richtig geile, abgefahrene Action gegen verdammte Roboter-Mechs und Roboter-Hunde. Und es ist richtig, richtig geil gewesen. Und die haben 3 Teile gemacht. Der erste war sensationell, der zweite war glaube ich, echt geil, der dritte nicht ganz so geklopft, aber hure gut. Und darum habe ich schon noch Erwartungen, eigentlich, dass die, wenn die jetzt das Indiana Jones machen, scheint mir schon noch eine interessante Mischung. Also, Ich find einfach, wenn ich also so als Indiana Jones Genre denke, stellen wir das irgendetwas Uncharted-mäßiges vor, oder? mega. Und Machine Games wäre jetzt aber nicht das Erste, wo mir würde in den Sinn kommen für einen Nein. Entwickler, der das würde umsetzen. Darum bin ich gespannt, was da kommt. Ich nehme nicht an, dass es ein Ego-Shooter wird werden. Nein, Also das wäre wirklich schade. Das wäre für ein Indiana Jones Game, finde ich, muss. Also eigentlich ist ja Uncharted schon fast das perfekte. Aber genau, es ist eigentlich Indiana Jones Uncharted, ja, das ist schon so, ja. sie haben ja, ich habe kurz auch noch nachgeschaut, weil die letzten Games, man kennt sie wirklich fast nicht. Das, was ich im Kopf hatte, das war so ein Tomb Raider-Ableger gewesen, irgendwie so vor 2000. Und das hat wirklich einfach, Tomb Raider ist mir hoch gewesen, das ist ja glaube ich auch irgendwie im 98 rausgekommen, oder weiss ich auch nicht wann. Und das hat einfach, hat ähnlich ausgesehen, es ist einfach ein schlechtes Tomb Raider gewesen. Also, das ist echt noch lustig, weil ja Tomb Raider ist ja eigentlich auch so ein Indiana Jones abgekratzt. Ja, voll. Eigentlich schon, eigentlich ist es ja so die. Wahrscheinlich hat man damals gemacht, ja, wir können jetzt nicht, wir haben die Lizenz nicht, aber wir wollen eigentlich so ein Game machen und nehmen wir einfach irgendeine Frau, Lara Croft. Aber das ist von Eidos, oder? Genau, ja, die sind Tomb Raider. Raider. Und Eidos haben sie nie ein Indiana Jones Game gemacht oder probiert, oder? Ich weiß gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, von wem das andere war. Es hat dann so verschiedene zwischendurch gegeben. Es hat dann noch eins gegeben, wo das hätte ja eigentlich auch sollen, ein grösseres werden, wo irgendwie für PS3 und Xbox 360 entwickelt worden ist. Hey, das war auch so Development Hell dann gewesen und ist dann schlussendlich für irgendwie PSP und was ist dort noch von der DS echt? Und Wii, ich glaub, und Wii. PS2 sind sie dann schlussendlich rausgekommen. Also Stimmt, ja, stimmt. aber das ist dann vermutlich auch ein Trash gewesen. Und nachher gibt es einfach die Lego-Games, die sind natürlich noch gut gewesen zum Teil. Von denen habe ich auch mal etwa eins gespielt. Aber, Ja, Lego ist immer geil. aber es gibt sonst einfach keins gutes. Also ich glaube generell, es gibt das was du am Anfang angetönt hast, das Kultige, das Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo man dann sagt, das ist eigentlich der 4. Teil auch von den Filmen, wäre das doch gewesen von der Geschichte. Habe ich übrigens auch noch nie gespielt. Ich habe diverse Mal runtergeladen und 10 Minuten gespielt. Es ist halt schon älter, so ein LucasArts Adventure, oder? So ein Kultiges. Nehmen wir es immer vor, aber ja, von dem her höre ich auch immer wieder, dass irgendwie das Game, eigentlich das einzige gute Indiana Jones Game, wo jemals gemacht wurde, ist alles andere. Es gibt noch das Super Nintendo Game, habe ich auch mal gespielt, wo ich da die Retro-Woche gemacht habe. Das ist auch noch gut, aber das ist halt so ein klassisches Platformer. Ist das wo von, was ist das, vom 3. Teil von The Last Crusade einfach der Ableger ist, oder ist das auch ein eigenes? Ich glaube schon, ja. Aber eben dort spielst das ist nicht wirklich eine Geschichte. Vor allem links, rechts laufen, Schlangen runterpeitschen und irgendwelche Ureinwohner ausweichen, während sie die Pfeile anschiessen. Also irgendwie, das war einfach etwas gewesen, oder? Hey, was mir jetzt gerade einfällt, was aber gut passt, Machine Games und Nazis abschlachten. Ja! In Indiana Jones gibt es ja ganz viele Nazis, also von dem her, vielleicht sind sie wegen dem gewählt worden. Das Portfolio angeschaut bei Xbox. Wenig kennen sich gut mit Nazis aus. Nazi-Game, was haben wir da? Machine Games. Du weißt, dass mir das jetzt noch bis jetzt aufgefallen ist. Ist eigentlich die. Macht alles Sinn. Die sind jetzt einfach die Nazi-Experten. Das wird jetzt einfach nicht mehr los. Also ich mich wundere, ob das dann auch entsprechend actionreich wird sein, das Game, oder halt eben mehr auf Rätseln wird gehen, oder keine Ahnung, wie da der Mix wird ausfallen, weil Wolfenstein, soweit man ist eigentlich relativ, ja, ihr habt es jetzt gesagt, es hat auch eine geile Story. Wirklich, also im Fall, auf mich vom Gameplay her schon sehr, also es ist nicht, Ballern. Ja, aber es sind wirklich, also die neueren, ohne Scheiß im Fall, die sind schon nicht so weit entfernt von Uncharted. Also, weißt du, Verfolgungsjagden, du bist auf dem Zug, kletterst rum und ballerst rum. Und also die haben das wirklich gut gemacht. Von dem her, ich habe schon das Gefühl, dann ist wie so die Balance, dann schraubt es ein bisschen
Story ein bisschen mehr Abenteuer und eben ein bisschen weniger Shooter, fahrst ein bisschen runter, ein bisschen weniger explizite Gewalt. Und dann könnte das schon noch passen. Also. Was ich noch gespannt bin, der Todd Howard ist ja auch involviert, der Starfield und Fallout-Vater. Ja, der ist, ich weiß nicht in welcher Rolle genau, ich glaube irgendwie Producer, ich glaube nicht, dass er Game Director ist, aber irgendeine wichtige Rolle ist der auch involviert. Bin gespannt, ob der heute auch wieder einen Auftritt hat nach seinem Starfield-Launch oder ob er immer noch im Weltraum ist. Open Up Space ist. Genau. Ja, das... ich bin gespannt, also... das ist irgendwie schon lang. Ich meine, der Teaser-Trailer ist schon verdammt alt. Das ist schon verdammt lang her, ja. Ich bin das ist ja voll wirklich einfach der Tisch gewesen, oder? Die Kamerafahrt auf dem Tisch mit den alten Sachen und der Page und all dem Zeug. Das war das gewesen. Ja, das ist schon verdammt lang her. Ich habe fast schon das Gefühl, es ist eher, weißt du, wegen du gesagt hast, Luca, solche Rätsel und so. Ich glaube, jetzt auch da, es ist der Aufhänger und so und die brauchen ja auch wieder ein grösseres Game und das ist halt ein Rätsel ist zu wenig Mainstream, weißt du, also ich erwarte schon einfach sozusagen ein Action-Adventure, so ein klassisches, also ich weiß auch nicht. Ja, ich bin hure auf die Balance gespannt, weil der Indiana Jones, also man kann nicht sagen, er bringt wenig Menschen um, vor allem nicht wenig nach, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich so erinnere, er schießt wenig Menschen oder Nazis. Er ist eigentlich nicht der Gunslinger, oder der Eiszähler im ersten Teil, wo er da mit dem Schwert schnell macht. Und, aber sonst, wirklich, ich wüsste jetzt keinen Film, wo er der Gunslinger ist, weißt du, wo wirklich einfach die Leute abknallt. Nein, gar nicht, Und wie wirst du das, also weißt du, passt das in das Gameplay rein, wo du sagst, es braucht schon ein bisschen Action, es muss schon mal ein bisschen... Aber also eben, ich erwarte eigentlich, ehrlich gesagt auch, also wenn jetzt, erwarte ich eigentlich genau das Uncharted, mit ein bisschen weniger rumfahren vielleicht, aber eigentlich erwarte ich das Uncharted. Aber das wär nicht so gut, habe ich das Gefühl, weil das ist ja teilweise wirklich zwischen den Rätseln und so, ist ja wirklich einfach nur Mob-Wellen, wo einfach dumme Gegner, die dir entgegenkommen und du knallst sie ab. Und, da glaube ich schon. Das habe ich da bin ich gespannt. Ich glaube schon mal viele Ballern, ja. Im Chat schreibt einer, so eine Techtel Podcast-Videos zurückbringen. Danke, das hat sich jetzt gleich noch ein paar beschwert, dass es weg ist von YouTube. Ja, die haben sich leider nicht so gelohnt, weil es haben einfach zu wenig geschaut. Aber genau, vielleicht bringen wir es dann mal wieder. Und sonst müssen wir einfach mehr so Livestreams machen. Es geht schon los. 60 Sekunden. Oh ja, jetzt geht's los. Ja. Wahrscheinlich Indiana Jones wird wahrscheinlich das Highlight sein, das letzte Spiel, das sie zeigen, nehme ich mal an, oder? Natürlich. Wir müssen einen Grund haben, um bis am Schluss dran zu bleiben. Ich glaube so. Ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt wahrscheinlich mich darauf eingestellt, dass es jetzt am Anfang kommt, weil man es irgendwie auch so aufgeführt hat, oder? Als erstes. Aber du hast noch recht. Ja, Spannungsbogen. Oder vielleicht ist der Schluss wieder ein Überraschungsgame, so wie letztes Jahr, wo aus dem Nichts kommt. Wie Hi-Fi Rush. Sie haben einfach gesagt, Hi-Fi Rush. Ist das letzte Mal? Ja. Das ist geil. Das ist ein geiles Game. Es ist überraschend angekündigt worden und überraschend veröffentlicht. Das Mal haben sie einfach gesagt, es wird kein Game vorgestellt. Also alle sind in der Zukunft der Release. Aha, so, okay. Aber das könnte gleich sein, dass sie dann eins Neues noch vorstellen. Ja, einfach nicht kein Shadow Drop, wo ab jetzt verfügbar ist. So. Ja. Oder sie sagen es einfach. Oder, ja, das ist natürlich ja, nein, da sind wir gespannt, ja. Macht dann nochmal Vollbild da. So, 60 Sekunden sind durch, fällt mal an. Das finde ich auch schon letztes Jahr ungewöhnlich gefunden bei dem Stream, dass der wirklich nicht anfängt vorher. Aha, das nichts ist, das nicht irgendwie so Leerlauf irgendwie. Ja, das ist so irritierend. Ich muss dann... Ihr müsst dann die zuschauen, ihr müsst mir sonst sagen, ob ich etwas lauter oder leisiger machen soll. Uns kann ich zwar nicht lauter machen, ich kann auf den Stream leisiger machen. Jetzt schreien wir den um. Jetzt ist ein Countdown am Laufen bei mir. Ja, jetzt bei 54, 53, 52. Da bin ich hinter drin. Ich bin 44, 43. Wenn wir sinken. Wie haben wir gesagt? Machen wir das jetzt? Meine Schuhe, lauter. Warten wir bei 20 Sekunden auf Phil. Dann sagt der Phil, wenn er bei 20 ist. Genau, dann drücken wir auf Play. Okay, also bei mir ist es bei 26, 25, 24, 23, 22, du bist jetzt ein bisschen vor mir sogar, 20. Also das ist okay. Oh, jetzt habe ich mit dem Phil zusammen
Sollte man einigermaßen synchron sein. Ja, ich bin 1 Sekunde hinten drin, aber schon okay. 11, 10, 9, jetzt. Hey, kann ich da den leisiger machen? Oder? Der ist so laut bei mir. Ich weiß aber gar nicht, ob dann... Wird denn der auch da leisiger? Jetzt sag mal. Ab 18. Das ist nur... In allen möglichen Sprachen und Versionen. So. Hey, dort würde ich auch gerne arbeiten. Wieso ist am Anfang gestanden ab 18? Wenn jetzt da die kommen... So. Indie. Aber das Format vom Ganzen finde ich auch noch recht cool, dass sie wirklich zu den Entwicklerstudios gehen und den Leuten Platz geben, zum Zeug vorstellen und nicht einfach so eine Trailer-Show ist. Ja, voll. Macht sich persönlicher. So, nehmen wir da. So. Ja, ist das Programm, das du da benutzt, sieht aus wie das, was wir am gesehen machen da. Das kollaborative, wie heisst es? Miro. Ja, genau. Oder? Das Miro-Board. Müssen wir noch, ob das Microsoft gehört. Es hat übrigens genau Platz für 5 Games gehabt, also es wird sicher noch eine Ankündigung geben, die ich nicht gesehen habe. Du bist aufmerksam. Ja. So bin ich. Auf das bin ich schon noch gespannt. Ja, mega. A frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical. Hoffentlich gibt es hier mal ein bisschen lebendigere Gesichter. Das war nämlich bei diesen Obsidian auch nicht so toll am gewesen. Stimmt, ja, die sind ja nicht weit entfernt von Bethesda. Michel sagt, es sei ein bisschen leislich vom Stream. Also, warte mal geschwind. Der Stream, der Xbox-Stream, hä? Wahrscheinlich, ja. Machen wir den voll laut? Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. Ja. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, Ist mega gut gesehen, wenn er am Ablesen war. blocks, parries, Ist noch mal weiter weg da. and special attacks. Das sieht aus wie ein Dark Messiah of Might and Magic. Ah, schau jetzt Deep Cut, ja, das stimmt. And snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay Es sieht so attention to schön the types of bunt enemies aus, das you're dealing gefällt mir. with. Some units are extremely defensive, some are brutally difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even Dual-wield dual-wield pistols, wands so and feel good. like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power die. attack to shatter them. Ah, nice. We've worked hard to keep you Einfrieren ist constantly immer engaged gut. as Ja. battles unfold by
by creating a balance between pressure and manageability during combat. Fortnite, Skyrim. Choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the 4 of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Ja, Er hat Gesichter sind Gesichter. Wirklich, die haben einfach immer ihre Engine. Ich meine, es ist ja noch schön animiert und so. Und Also immer noch besser als Avatar Pandora. das war nicht gut gewesen dort, oder? Also ich finde, gerade die Gesichter von Making der, the right choice isn't von der always what it Navi seems. hat We hure embrace more stiff nuance ausgesehen. and gray areas, Okay. trusting players to make tough decisions in complicated situations. Es sieht besser aus My als squad and I Starfield. were aber- rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and he was Die so dark. Augenbrauen. Ja. I just got Aber er sieht separated from wenigstens everyone lustig aus. Look, I can't face those Die monsters Augenbrauen. alone, Ich kann nicht. but I have to if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought. Du musst nicht Augenbrauen schämen, bitte. What Hey. did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all off. Phil, hast du gewusst, dass es im Pillars of Eternity Universum spielt? Oh nein, was überhaupt nicht. Aber ich habe das auch nicht, ich habe es auch nicht gespielt. At the Ich end Ich of habe es the aber auch day, nicht gespielt you have a und choice. mega lange When nicht you gewusst, dass es confront dort spielt. Private Naoki, if you Und believe the story he's bin recht told you, überrascht you gewesen. can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare Dass man immer for. so ein Ding macht mit den Entscheidungen, die doch irgendwie jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr besonders sind. Also ich meine, das ist ja im ersten Fallout, hast du das I'll schon take the gehabt. badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he Der led the side of the Ekelond battle auf as an YouTube act sagt, of es ist immer noch cowardice, leislich. then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, Äh, when you return to Avowed town, heisst you'll das see the Game. consequences of your actions and the choices you made during this Ich habe den quest. Stream von nicht Creating heute an gemacht. Das immersive ist experience like leider Avowed is das anchored in the Maximum. world we build. Art director Matt Hansen and the team aha. have worked to create a Gesamtausschlag, das kann ich unique, schauen. colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, Stimmt, and so kann ich es wonderful. machen. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, Die Welt helping us sieht aber create mega a schön unique RPG experience. Bin auch, ja. Aber so By schön bunt, contrasting the so vibrant with märchenhaft. the dull, Es or leuchtet alles so verdant schön. spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed Er sieht valleys aus wie ein Charakter with aus dem widely Spiel. varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a Ich bin confluence jetzt of einfach wieder storied mit dem Starfield landscapes. so ein bisschen brennt, auch wenn jetzt das All nicht of von the denen regions ist. Aber have die haben a lot of special things Ich muss aber sagen, associated das with letzte, them. die But I have a Outer deep World, place in my heart for Das ist cool Shatterscarp. gewesen. genau, das ist so ein bisschen As you're wandering the wastes of kompakt Shatterscarp, gewesen und you might notice off in the nicht distance perfekt, aber a auch wirklich vibrant gut. jewel Also. of color. Aber genau, wirklich schön By kompakt zur transitioning Abwechslung, from wo nicht so ein destitute, riesen Monster muted rausspielt. Und darum bin ich tones of gespannt a auf das. Es soll wasteland ja auch of nicht sand so and verdammt marching riesig in sein wie towards a Skyrim, beautiful sondern ein bisschen oasis. kleinere Welten There's haben. the opportunity there for Sieht schön aus, life, ja. for adventure, Wasser ist and even a little sehr, sehr danger. schön. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. This Fall, also im Ja, Herbst. ja. Ja, macht wirklich, ja. Aber haben jetzt nichts Außergewöhnliches gezeigt. Also, Nein, ich glaube, das Spiel wird auch nicht außergewöhnlich sein. Nein, nein. Es wird ein cooles Spiel sein, das aber jetzt nicht irgendwie neue Standards setzt für RPGs oder irgendetwas. Ein cooles, kleines RPG. ja, ich finde eben, wenn das Zeug einfach Spaß macht, wenn die Story genug gut ist und dich packt und die Upgrades dich motivieren, dann ist es wie die Outer Worlds, oder? Das, Ja, ja, voll, genau. hat mich gegen Schluss hat's ein bisschen verloren, jetzt irgendwie Ja, mir ja. jetzt nicht ganz so gezogen, aber irgendwie kann es dann durchzogen, kann es dann schon. Oh, jetzt kommt. Fast hat sie den Indiana Jones an. Knapp dann auch. Auf das bin ich auch gespannt. Du hast es auch nicht Ninja durchgespielt zuerst, oder? Ja, du auch nicht, Luca. Hast du es gespielt?
Was? Das erste da, kennst du das überhaupt? Ja, da frage mich etwas anderes. Hi, I'm Dom Matthews, studio head here at Ich habe Digitec es nicht in gespielt, Cambridge, ich habe UK. Angst davor gehabt. We're now Aber in the final months of development on Senua's Saga. das zweite sieht jetzt wirklich so gut The aus. team is Senua. working hard to bring you Ah, an hell. unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high Also ich fidelity bin voll beim and immersive Damaru presentation TV. Das erste with a ist shorter, genial gewesen. narrative-led experience that focuses on Stimme the ich things that we absolut. really care about and that we hope you care about too. Das ist übrigens ein Spiel, wo Gesichter definitiv gut geil aussehen. Genau, visuell ist das pornös da, das ist wirklich krass. Das erste ist einfach, ich finde das Gameplay hat einfach nicht so Senua viel. is back Es ist with a sowieso new quest. die Theorie She besser wants to gewesen in stop der the Vikings Praxis. who raided her Aber village right at their source schon- in es Iceland. ist schon eine geile But not Ansätze just her gehabt. quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace Das erste with her kann man in past VR and gamen, is no stimmt das? longer in such Nicht fear etwa. of her visions and Das voices. wäre ja While the Furies are still her absolut constant die companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique Wow. perspective, Das- and das ist others aber, will reject it. Grander, Little by das- little, this wirklich so settlement eine Ingame-Cutscene. Aber das sieht eben, wenn du hast became my halt tribe. ganz anders ausgerichtetes Game, oder? Aber das sind Gesichter natürlich sackstark. Wahnsinn. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings Wow. who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, creep me a violent irgendwie ab. threat that has swept through the Ja, die, settlements ja. that she'll discover. Oh shit. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Das ist schon dramatisch gefilmt. Ja. Ja, und sie erzählt es auch so dramatisch. Ja. Das Gefühl, sie können mir irgendein Rezept Senua genauso is a Celtic dramatisch. warrior who experiences psychosis. You Seeing put things that salt other in it. people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher Die at haben the nicht gewusst, dass die University of gefilmt Cambridge, werden in dem Moment. as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? Holy fuck, aber also... Das hat immer so eine Mischung gehabt aus so irgendwie so inneren Monolog, Psycho-Zeugs und seeking halt answers Kämpfe from mit patterns irgendwelchen and Dämonen. signs that Senua Die sees in Regie her own ist unique in way. diesen Szenen Battling allein through ist encounters with wahnsinnig enemies gut. that will push Senua to her limits. Cineastisch. Das erste Spiel war schon eher ein kürzeres, ein paar Stunden. Einfach. Ja, On also das Saga, meinte ich, we've also irgendwie taken 8 everything Stunden to the hätte ich next geschätzt, level. aber ich habe es nicht durchgespielt. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very Kampf sieht so brutal and you're very invested in schwerfällig it. und brutal aus. Hey, Senua ich isn't kann a gerade superhero. sagen, es She's sieht, fighting for also survival, hat man beim anderen and we Game want auch the kein player to feel her UI struggle gesehen. in every step of her journey. Weißt du, Ja, es voll, ja. We Kann want ich the auch player das Gefühl, to dass es always so feel ist. like they just es wirkt scraped alles through, wie just eine survived Cutscene. it. Es- Ja, ja, was voll. das Gameplay ist, also wäre ja... Mel knows Senua Fantastisch. better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Ja, We weiss ich were noch lucky nicht so enough recht, was man to do a erwarten few kann, reference aber gathering trips in Iceland. ich hoffe einfach, es ist You eben, have es to macht be there. The das sense of Gameplay scale, verhebt. Weil ich letztes Mal nicht everything gefunden, is du bist irgendwo incredible. hier, hast irgendwie so eine Runde aktiviert And you oder see a zuerst müssen scene finden, where you see a so small ein bisschen section of Rätsel the game gemacht, and dann you're haben like, sich einen unbefriedigenden yeah, Kampf that gemacht und so. works, that's Und amazing. dann hat sie wieder zurückgesetzt, das hat mich dann einfach... Das hat mir zu mühsam Senua gewesen irgendwie. experiences reality Ich hoffe, dass differently, es and a part of besser this zusammenfindet jetzt. manifests in the voices she hears.
She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Das hat echt ein Audio-Fetisch. Aber Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. okay. On the music, we are working with Enthüllung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own purists. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive. Okay, this is aufgenommen. okay. Ich wollte das sagen so. Hä? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. Das hat sicher nicht My erst hope is ausgedacht. that they will really Life-changing. connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, Das ist maybe Deutsch, they ja. know someone that relates to that character and ist can das Deutsch? then understand Ich weiß that nicht, person aber better. Was denn so, ja? Well, Also I don't sie hat wanna ein sound super cheesy, Gesicht but für in so a way I'm Senua, Motion right? Capture von She exists Gesicht, and so does mega it. It exists markant to und all Augen of und our so. work, Ist so. through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So Sie sind alle sehr that makes it überzeugt von really dem, was sie machen. Das ist cool. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to Das muss craft schon an krass sein, wenn du experience einfach that leaves you thinking 5 Jahre lang and etwas feeling. schaffst From our combat gameplay und through so to auf our einen action Zeitpunkt set her pieces, schaffst, was from dann our cinematic veröffentlicht scenes wird. to our puzzle solving. Kann ich Everything mir gar nicht is vorstellen. crafted in Dann immer gerne service of wissen, irgendwie, Senua's weißt, journey. klappt A das journey irgendwie? that Also you can macht das embark Spaß? on May Das 21st. ist immer sehr schwierig. 21. Mai, nice. Geil. Ja, bis jetzt hätten wir nur 2024 gewusst. Ja. Cool. Mhm. Fuck, dann bin ich in der Ferien. Schön, Oh, Unknown Guest kommt jetzt da der 50. Ja. Square Enix. Ah, Was? Der 50 oder was? Ja, jetzt kommt Square das Enix. ist der Game, wo du gesagt hast, wo es den Platz hat. Aha. Ach so, okay. Ja. Ich stand der 50 Cent. Ah, nein. Habe ich etwas verpasst? Ich mache jetzt neue Games. Kommt auch noch. Der hat ja zwei gute Games gehabt, oder? Früher. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。Das コン ist ソールゲーム das としては haben wir 約 das schon gewusst, 17年ぶりとなる Visions of 聖剣 Mana 伝説シリーズの完全 Xbox 新作。 PC ist? Ist es? Oder tun sie nur so, als wäre es exklusiv? Ich weiß nicht. ファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに Das war ja auch schon angekündigt, aber ich habe noch nichts gesehen zu dem, oder? Was hat ein, Was hättest du? ja, also wirklich ein Trailer gegeben, wo ich Okay. recht gerne ausgesehen. Viel besser als besser, logisch, aber die alten sind jetzt nie irgendwie grafisch für ihre Grafik bekannt gewesen, auch die Pixel-Dinge nicht. 歴史あるシリーズの Die 最新作 Laptops. となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。 Aber in dem Fall, es hat noch Platz für ein 60-Spiel. Ja. Das ist jetzt oben rechts reingekommen, unten rechts jetzt noch Platz. Da kommt noch etwas.
シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Ja. Sieht ein bisschen aus wie Kingdom Hearts. Oder bin ich weiter weg? Nein, ich finde das also 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。So ein Hobby-Yakuza. Hello, I am Koichi from Grams. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃 JRPGs finde ich schon geil, aber ich habe immer Angst, das anzufangen, weil es einfach so ein riesiger Timesink war, wo du hunderte von Stunden musst investieren. どのような形で最新化して聖剣伝説 Mana-Serie habe ich aber nie gespielt, tatsächlich. デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。Sagt man denen so der Dummeres-Mensch. Die schwarze Ränder einfach nur gezeichnet. Cell-Shading. Ja, irgendwie das. Ja, jedenfalls das finde ich geil. Sie allgemein geile Monster-Designs. Ja, besser als Pokémon. Du musst auch Pal World spielen. 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているのでバトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで関わってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては今作のマスコットキャラクターが可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら足の長さや丸まった時のイメージやゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Ja, letztes Mal haben sie wirklich nur von Xbox Studios Exklusivzeug gezeigt. Komisch. Hat jemand im Artikel gesagt, dass er sich freuen würde, Elden Ring DLC zu sehen, und er schon geantwortet kann nicht. Es gibt leider nur Xbox-Zeug, aber anscheinend. Ja gut, aber das würde ich jetzt trotzdem nicht erwarten. Nein, das glaube ich auch nicht. Weil das würde dem die ganze Show stellen, oder? Ja, ich glaube, Elden Ring DLC kommt jetzt zum Summer Game Fest. Ja, eher. そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。Ich denke, das Spiel noch farbiger wird sie als Wald am Anfang, aber das schafft es. その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。
irgendwie ist 聖 er 剣伝 herzig. 説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後もさまざまな情報をお届けしていきます darum の ist で hier das erste Mal auf ご期 Xbox 待くださ kommt い überhaupt. この夏この忘れられない冒険を Fair. Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません Für die 100 Leute, die in Japan eine Xbox haben. Ja, wirklich. Dummer, okay. Was kommt jetzt? Ja, jetzt das andere, das Ara. Game. Ja. Das auch gesagt. Ja. Also Du hast vor, recht, es ist schon auffällig, der Platz dort. Das stimmt. ja, dort unter dem 24. Da kommt noch etwas. Was Aber hast das, du? kommt das vor oder nach Indiana Jones? Nach Ja, Indiana vorher. Jones. Also habe ich Ich glaube auch nicht, dass es etwas Größeres ist als Indiana Jones. Ja, das muss Nein. vorher kommen. Ja. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 Mark with Meyer. our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Sehr bitter, wenn das Jahr Our Civilization History 7 Untold is a rauskommt. game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, Das ist geil, bin ich expand schon your immer zahl für die. nation, govern your people, and Ich engage habe with leider your nicht so. rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Das ist Ara, we definitiv ein wanted to Filler-Game. challenge some of the preconceived notions about the Spielst aber auch nicht genre. immer, meistens spielst du einfach eine Stunde, bis irgendwie Empowering and truly compelling and approachable way. Atomrakete kann For losschicken. example, we have over Alles 100 kaputt instruments machen. on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Das ist Weltklasse. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to That's see good. from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems. Sie sind ein bisschen lockerer drauf als bei Senua Saga. Ja. Players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more and different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would Der need ist to in einem see anderen their Leben, der choices Jeff reflected in Goldblum the gewesen. game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, Das a ist blank aber geil. canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. Das ist richtig They can geil. see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of Es ist halt immer citizens geil, living wenn their du lives and eben reacting to coole the Sachen baust und changes. nachher geil We aussehen want und immer players to feel like expandierst they're und das ist wirklich truly so, du, das, occupying the world, immer, du spielst leading immer their nochmal people einen as they Zug, hey, nachher thrive and verschwinden die grow. Core Stunden to im the vision of Fahrt. Ara is our philosophy of rule how you want to Okay, also rule. mit der And no Welt, feature better exemplifies wo this than the wo das auch prestige wirklich ein bisschen system. reflektiert und sich To win a anpasst. game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the Ja, player's der score Kampf bin that ich proves gespannt. their worth Weil, as a da, leader. das habe ich am The Total prestige War, die system mag ich gives mittlerweile players nicht the mehr, chance die to riesigen decide what Schlachten, kind die of bin ich leader einfach they zu want faul. to be. Ist es They das, want was to wir pursue an great Gamescom works of angespielt arts and haben? Ja, Total genau. War Pharaoh, Military oder? might. Ja, genau. Scientific advancement. Darum, Wow, Choice is was? theirs. ich hoffe, da kämpft Mecha, There are no Mecha set victory Warriors. conditions. Oh, yeah. Players get to decide what is most Geil. important to them ist vor allem geil, wenn and nachher focus du and am so weit prioritize on bist those und dann die goals anderen while sind still being hinter able to win the game. Dann kannst du mit deinem Personally, Roboter when ihre I play Elefanten und so Ara, I like angreifen to und so build sagen, weißt triumphs. Triumphs are our Liebe. collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them.
Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our Ist Civilization noch so? Also jetzt gibt es jetzt ein bisschen comic-mäßigen Touch grafisch. Ist Civilization noch ähnlich so? Ich finde es jetzt extrem ähnlich aus. Und jetzt einfach auf den ersten Blick da eigentlich genau das Gleiche. Eben, du baust ja auch deine Wunder oder Buffs sozusagen. Compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, even manufacturing the weapons. Das macht mir auch ein bisschen Angst bei dem Game. The crafting system in Ara encourages thoughtful oft gar nicht so advanced verreckt, oder? Weil It irgendwie rewards so Neues players who can see reinkommt the und dann ist es dann strategic irgendwie outcome of all their relativ collective decisions, selbsterklärend. and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. Ja, aber das ist ja ähnlich. All players' actions are resolved at the same time. Dort kommst du ja This nah rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict also and wenn du Story strategically Mode plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. Ah, das stimmt, oder? Weil zwischen den Zeug muss einfach, denkst du einfach all of rum, oder? history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural Ich kann leider auch noch prodigies, immer and eine many more. Taktik in diesen Games. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that Oh they nein, will sie want hat to böse play. D-Wort And gesagt. even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, Ah. player feedback is the only way to really understand what you're making. Cal? It gives us that priceless perspective from the people who make Hey. it for you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara. Ist and mir to so create your own history. sympathisch. Ja, das sieht aus wie ein Unglaublich sympathisch. Das ist geil, finde ich gut. Ist ein Ja, gutes Winter-Herbst-Game. Good Feel Game. PC Game Pass. Nice. So, jetzt kommt auch noch das 6. Ja, komm. Es geht runter. Ah. Was fehlt noch dort? Ich meine, es ist... Ja gut, aber das 24 ist schon wieder im Weg. Komm. Nein, Ja. nein. Jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. Ja, gespannt. Okay. Jetzt kommt ein hoher Letdown. Habt ihr Star Swarm entwickelt? Ich glaube, die haben eben nur ein Game entwickelt und die anderen weiß. Das ist ein hoher... Machine Games. Leute kommen We Benchmark. are really excited to finally be able to share our work on Dem Indiana hörst du sagen, das in Jones. Schwedisch. Since the first film came out, Indiana Jones has always Skandinavisch. represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see Weil through gesagt his hat, eyes du and spielst experience nicht the journey that als we sein hope Sohn, lives der up You will to see the through his legacy eyes, bitte of nicht Indiana Ego. Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea
for what it would be like and the story, what Nachdem Indy Starfield was so going versenkt hat, after, wenn es dann what nochmal so period of his raushängt, life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Okay. Ja, komm, zeig's uns. 10 Minuten Gameplay, oder haben sie gesagt? Aha. Dr. Jones. Fällt das ab jetzt? While you were playing your pointless Nazis. game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Meinst du, geht raus der Harrison Ford? Ja, muss. Das ist eine gute Frage, ja. Der Harrison Ford. Alles andere wäre eine Beleidigung. Oder sieht man es? Doch. Okay, ja. Ja, vom Profil von der Seite hat er ausgesehen schon wie der Harrison. Oh, was ist das? Rom? Guckst du mich? Das hat ein bisschen wie... Schau jetzt da Rätsel. Die Kamera, hast du schon gesehen? Das schon. Aber das ist... Nein, das sieht nach Ego. Just different ways to interpret the past. Das ist nicht der Harrison, oder? Nein, stimmt ziemlich sicher nicht. Thousands Ich glaube auch nicht. of humanity's thoughts and beliefs. Okay. Scattered in Muss nicht sein, ja. First Person, ne? Just wait. Krass, tatsächlich, hä? Also. To be found. Mit der Rätsel. Wie heißt er schon wieder? Brody oder so. Watch me. Der Wilhelm Scream. Throughout history, Natürlich. mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, Ich muss schon sagen, visuell sieht es schon noch so ein bisschen early aus irgendwie. Ja. Die Bewegungen sind ein bisschen stiefig. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Okay. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Das hat schon der Indiana Jones Humor, muss ich sagen. Ja, aber... Also, weiß vielleicht Oh, was? Ja, nice. Wow. Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. The Great Circle. The Great Circle? Wow, was für ein Titel. Ja. Ja, der ist aber auch schon geleakt, dass das vermutlich so heisst. You have any idea how old that was? Ja, also grafisch ist es nicht Nein. Wie das andere Game Indiana gehabt, Jones also, is such an fair iconic enough. character. Ja, ich bin eigentlich immer noch geschockt, dass es First Person ist. Ja, das ist Everyone here so has sehr... Wo wir vorhin noch Witze darüber gemacht haben. Das ist wirklich so. With his adventures and fans of the movies and the character for years. Ich finde es nicht unbedingt schlimm, aber He's a brilliant archaeologist. es wirkt ein bisschen altbacken. Es wirkt ein bisschen wie so ein Nullerjahres-Game. And determined. And for Ich weiß, us, was du he's meinst. synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the Ich weiß adventure nicht, eigentlich ist es gut, um sich wie abgrenzen von Uncharted und so. Ja, ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Whether it's cracking your whip,
solving puzzles in ancient temples. Or seeing your Das finde ich knuckles nicht go bloody unbedingt in a negativ, fist aber es kann schon sein, dass du All von of Art these ist moments cooler are much oder more kann intense cool sein zum in Zeug first entdecken, person. auch aus der First Person. But we das stimmt still schon. want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette, Aber so Schlägel und so in hat, First Person habe ich whip, nie gerne gemacht and und so der for Indiana things Jones like schlägelt viel. cutscenes in Ja, environmental das ist schon traversal, gut, die we pull the camera back First-Person-Schläger-Games. for a third-person view. Ich finde irgendwie es. Indiana Ich weiß auch nicht, Jones and was the es Great ist, aber Circle ich bin is auch nicht set wirklich between nicht der Raiders of the First. Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college Zwischen dem ersten und museum. dem The mysterious dritten Film. giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican hoping to learn why this particular Vatican. relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever Sie the end reden may da sehr, be. sehr lustig. Ja. Ja. Die gute alte Travel-Montage. Help, stop. Maybe in Vatican. Muss sein. Das gehört dazu. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Okay, also Rätsel lösen in dieser Perspektive ist schon noch lustig. Ich glaube auch, das ist sicher or a gun taken from a disarmed guard. ein But I Vorteil. think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path. Und das through ist the das, was man vorher auch environment, schon gesagt get hat, es around darf enemies, gar nicht, eben, es darf nicht zu observing enemy actionreich patrols sein, and using es them darf to nicht your zu viel advantage. Ballern sein. Darfst es nicht muss hunderte ja- von Leuten abklauen, Or ja. using the tools Das at würde your nicht passen, disposal. es muss Like irgendwie the whip. Rätsel sein. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. Ich finde jetzt schon We spannend, have die these gleichen really Szenen diverse zeigt. Finde ich auch environments ein for him to bisschen. explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples Das of vielleicht kommt nicht Sukhothai, das Jahr. the pyramids of Ich Egypt, glaube auch nicht. the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each Schön location and abwechslungsreiche the time Locations. period the game is set Ich kann mir in, vorstellen, dass and wir we're echt trying to 2024 make oder it as Spring authentic and accurate 2024 as für possible. irgendetwas bekommen. We love Das Datum. creating rich, vibrant worlds, and sehe in this den game, Xbox we also Chat had the goal gefällt of making it feel First Person like a auch nicht true so gut. cinematic Indiana Jones adventure. One Nein, of das the biggest finde ich ways to nicht do schlimm, that aber das is muss with ich dann spielen einfach. Das ist mir so visuell noch John nicht Williams so is the original composer for the herausragend. indie films, and we're really lucky to have Aha. found Gordy Ja, es Hackman, hat- a composer who's also. been able to capture Williams' Es hat auch so einen essence kleinen with his score for the Great Circle. Comic-Touch irgendwie, aber eben, es ist irgendwie, es wirkt nicht so frisch. Ich weiß auch nicht, was es ist, We aber also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the Okay. gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a Gina. lot riding on this kennen wir die aus den Filmen oder nicht? Nein. She's been Nein. tracking a lead Nein, for das some bin ich time, nicht. and Aber die now gabelt she's er found an natürlich im ally Raum in this auf determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love Ich liebe es our einfach, villains. der I think junge we might Harrison have Ford found our gesehen favorite als one Indiana yet, Jones. Emmerich Ross. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. Ich habe das Gefühl, He's sind einfach highly die- intelligent ziemlich sicher die gleiche and the Engine wie in perfect einem Wolfenstein-Game und wir sind die They're ist both vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit brilliant gefallen. people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. Das ist eben Todd Howard sein Ding. Der einfach von dem in eine alte Engine nicht. It's captivating. Das ist Fetisch. Die Engine. Sie haben aber mega auf Details geachtet beim Harrison Ford. Er hat schon auch die Narbe unter der Lippe, wo Harrison Ford hat. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action.
That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Da bin ich gespannt, wie flexibel das die kannst einsetzen zum Klettern. Distraction, das ist so realistisch, wenn jemand neben dir mit einer Peitsche knallt und du schaust so, was ist denn? Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. Was steht mir gefällt, dass eben so das Abenteuer-Vibe mit Entdecken, wo er Uncharted echt so spannend gemacht hat, dass das anbringt. Potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Luca, Jones von is 1 an bis 10 incredible deine Eindrücke. adventure, and I think that everyone wants to be part Ich of. wollte nicht ungerecht sein. I'm also very Die excited to announce Ego-Perspektive that hat mich schon um Indiana 1, Jones 2. and Ich the hätte Great gesagt Circle will 8, be wenn coming es later nicht this year, and we Ego-Perspektive wäre. cannot wait to Mit share more soon. Ego-Perspektive es ist so Hit or Miss. Also ich bin so nicht Fan von Ego-Perspektive. Ich persönlich. Ich sage nicht, dass das jetzt schlecht ist für das Spiel. Aber ich persönlich. Aber so, was jetzt ein bisschen sold hat an der Perspektive, ist die Rätselpassage, die man gesehen hat. Stellen wir wirklich cool vor und einfacher, ein bisschen komplexere Rätsel in einem kleineren Raum in Ego-Perspektive zu machen. 2024, tatsächlich. 2024, das schiebt sich noch am Schauen. Ich habe schon das Gefühl, so wie es redet, so wie es eben, wenn sie sagen, ja, wir haben ein bisschen die Balance und so versucht zu finden. Ich glaube, sie haben schon verstanden, was Indiana Jones ist und was Indiana Jones ausmacht, der Humor und so und ein bisschen so der Witz. Nummer 6. Was kommt jetzt? Sizzle Reel. Sizzle Reel kommt jetzt einfach mal. Keine Nummer 6. Ich glaube, das Game an sich ist nicht die schlechter Hand. Also die Leute sicher nicht, habe ich das Gefühl, so von dem, was sie mir verkauft haben. Take one. Is it animals, children and game developers? Ist Hi-Fi Rush letztes Mal auch nach dem Sizzle Reel gekommen? Nein, ich glaube, das haben sie schon. Sie haben in der Mitte gezeigt, aber am Schluss ist glaube ich noch, dass es jetzt verfügbar ist. Weiß nicht genau. Ich muss sagen, das Horror-Game, das hat mich jetzt am meisten geflasht. Das Hellblade 2. Das sieht halt mit Abstand am krassesten aus. Creating an immersive experience like The Vowed is anchored in a world we build. Ja. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Ich finde das auch schlussendlich auch schon eher ein bisschen enttäuschend, einfach weil es nicht, es sieht auch nicht außergewöhnlich aus. Es sieht jetzt einfach so, ja. Ich kann es wie immer noch nicht sagen, oder? Also, es sollte mich jetzt auch nicht umgehauen. Yeah. Was hat euch am meisten, also eben das Horror-Game? Ich finde das also ich finde das sind alles wirklich vom ähnlichen Level bei mir irgendwie. Also, ich meine, das Januar Saga ist halt einfach geil, weil es tendenziell ein kompaktes Game wird mit dem oder am einzigartigsten, oder? Von denen. Weil irgendwie eine Welt wird einfach ein Rollenspiel oder ein fancy Rollenspiel, das kann man sich auch ungefähr vorstellen. Ich pausiere jetzt den mal. Ja. Und ja, was ist das andere? Ist genau Civilization, da kannst du dir auch ungefähr vorstellen, was du bekommst.
Darum, ja, es ist schon irgendwie... Ja, für mich ist auch noch schon das Hellblade immer noch, ja, finde ich auch noch spannend, weil wirklich das Indiana Jones, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Weißt du, ich hätte nichts gehabt, noch nicht gesehen hast, oder? Ja, voll, ja, genau. Da habe ich das Gefühl, es wird sicher ein easy Game, aber eben auch nichts, was umwerfend war. Aber Hellblade fühlt sich sicher so am faszinierendsten an, weil es sich so Next-Gen anfühlt, einfach wie es aussieht und die cinematische Präsentation und so. Aber am meisten freue ich mich, glaube ich, schon auf Avowed, weil ich weiss, dass mir das wird gefallen, weil ich die Outer Worlds gut habe gefunden. Und eben so ein Rollenspiel in so einem kleineren Rahmen, wo man so ein bisschen bunt sein und etwas anderes ausprobieren, finde ich cool. Und ich glaube, bei dem wird ich am meisten Spass haben, aber einfach so das beste Showing jetzt von dieser Direct finde ich schon Senua's Saga. Obwohl wir es schon 10-mal gesehen habe ich das Gefühl. Wirklich. Aber jedes Mal, wenn ich es sehe, bin ich immer wieder wow, sage ich mir wow, es sieht wirklich verdammt geil aus. Absolut. Voll. Ja, auch das Visions of Mana, muss ich sagen, das hat schon auch sehr geile Eindrücke. Ja. Das sieht farbig aus. Ja, ich weiß auch nicht, das Indiana Jones, ich habe nicht das Gefühl, es wird ein Hit. Also das wird kein Riesenkiste, da habe ich den Eindruck. Für das wirklich sieht es irgendwie... Ich glaube, mit der First Person, sie ist gut gemeint, aber sie haben sich nicht viele Kollegen gemacht. Auch wenn ich so den Xbox-Chat sehe, die Reaktionen sind sehr eindeutig. Aber die haben auch bei Cyberpunk rumgebrüllt, weißt du? Also das stimmt, Das ist wirklich... Okay. Ja, mega. Ja, und dann ist das Game aber auch entsprechend. Es kommt wahrscheinlich auch wirklich auf die Umsetzung drauf an. Und wenn sie das mit dem Rätseln und so zeigen, hey, das ist in der First Person wirklich viel, viel cooler und abwechslungsreicher. Und das ist ein wichtiger, grosser Bestandteil vom Game, dann okay, wenn das gut kommen wird, dann wird es auch gute Reviews geben und dann werden es die Leute auch geben. Ich glaube auch, bis es rauskommt, haben sie noch ein paar Gelegenheiten, um das den Leuten zu verkaufen und zum wie klar machen, dass es Sinn macht, dass es in First Person ist. Aber ich glaube, ich habe mir nochmal überlegt, das was ich komisch finde, Indiana Jones, es hat sich nicht, es ist komisch, aber es hat sich nicht ich habe das Geld nicht gespürt. Also, weißt du, ich meine, so das Produktionsbudget irgendwie. Es hat sich nicht angefühlt wie das nächste grosse AAA-Spiel von den Microsoft Studios, sondern hat einfach irgendwie wie Avowed auf diesem Level. Also weißt du, so das übermäßig teure, wo man sonst von Sony und ihren PlayStation Studios kennt, wenn sie irgendetwas vorstellen. Das Produktionsbudget habe ich nicht so gespürt. Vielleicht täusche ich mich auch, aber nein, aber ist so. Das ist es nicht, oder? Ich habe wirklich gesagt, das ist es nicht. Es ist halt eben, ich meine, die Machine Games, das sind nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber ich glaube, das ist wirklich auch nicht auf dem Level. Und ich finde auch so sieht es aus und irgendwie, bei Wolfenstein jetzt nicht vielleicht passt es mit zusammen, oder? Weil halt du rennst ja auch, du bist natürlich auch mega schnell unterwegs, oder? Du rennst ja dort einfach durch und ballerst alles nieder. Ja. Aber ich finde, wenn auch bei einem Game, wo du langsamer unterwegs bist und das Zeug genau anschaust, dann ist halt, dann muss es visuell halt viel besser sein, oder? Das, ja. Ich finde wirklich, ich habe das Gefühl, Perspektive macht keinen Unterschied. Es ist ja einfach, schlussendlich, sind die Rätsel spannend, oder? Ist die Story gut? Und das kannst du von der Art wie auch nicht so gut zeigen. Von dem her, weißt du, wenn es packend erzählt ist, dann ist es nicht. Aber der Eindruck, so wie da, sieht es schon so ein bisschen altbacken aus irgendwie. Mhm. Ja. Aber krass, dass es das Jahr rauskommt, das ist immerhin. Wenn. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das wird noch geschoben. Darum, nicht einmal einen Monat. Ja, weil, weißt du, 2024, das heisst, entweder kommt es im Herbst oder dann schieben sie es. Weil wenn es das Gaming im Dezember rauslösen, dann weisst du auch, was sie davon halten. Wieso ist das Dezember kein Jahr? Nein, das ist der Viertelmonat. Das ist einfach dort, wieso? Dann haben die Leute Ferien und sie. Nein, aber die Games, die sind dann bei all diesen Top-Listen nicht mehr dabei, oder? Stimmt, ja, klar. Die Weihnachtsverkäufe hast du meistens auch schon gemacht. Im Dezember machst du wirklich meistens die Games, wo du nicht so sicher bist. Auch wie das Avatar, ich glaube, da hat Ubisoft auch nicht so recht daran geglaubt und das ist ja jetzt auch nicht super gut angekommen. Das ist schon noch oft so die, wo man einfach sich nicht so sicher ist, die haut man dann noch im Dezember rein. Das stimmt. Und früher glaube ich auch nicht, dass es wird rauskommen. Also wirklich, wenn, dann irgendwann ist im Winter. Und Winter ist ja jetzt sehr wahrscheinlich, wenn der Switch schon rauskommt im Winter, die neue, und vielleicht ein PS5 Pro mit irgendeinem Sony-exklusiven Spiel, der Winter wird wahrscheinlich schon recht voll sein. Und darum hast du das Gefühl, das schiebt man gerne mal auf nächstes Jahr. Ja, ich glaube auch. Februar oder so, würde ich sagen. Ja. Hey,
Aber ja, gespannt bin ich. Also, weil irgendwie, eben, ich habe immer Lust auf ein gutes Action-Adventure. Und ja, hey, wieso nicht? Also, wie gesagt, die Wolfenstein sind wirklich gut gewesen. Von dem her, ich habe noch Hoffnungen. Ja. Der Diego Boiler fragt, ob ich die PS5 Slim gemeint habe. Nein, die ist ja schon draußen. Aber man munkelt ja, dass das Jahr PS5 Pro wird rauskommen. Ja. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das wäre sehr wahrscheinlich, finde ich. Ja. Ja, gut. Also, dann sage danke euch allen fürs Zuschauen und Mitkommentieren und euch fürs Mitmachen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Stream. Tschüss, Lies. Tschüss zusammen, gute Nacht.